Der Frühling beginnt und die Vespa wird jetzt mal kurz kontrolliert, was alles gemacht werden muss. Hauptsächlich geht es darum, der Motor springt nicht mehr perfekt an. Letztes Jahr ging ja noch echt gut. Ich werde jetzt mal hier den Vergaser ausbauen und reinigen. Gucken, vielleicht hast du da ein Problem. Und ich werde hier die Zündung kontrollieren, einstellen. Das könnte auch daran liegen. Und dann läuft die hoffentlich wieder dieses Jahr ganz schön. Die hat halt echt noch so schön Patina, Originallack, bisschen angerostet. Das ist einfach ein cooles Teil. Da kann man echt mit schön zur Eisdiele fahren. Gut, los geht's. An den Vergaser besser ranzukommen, muss man den Tank montieren. Dazu braucht man hier eine 11er Nuss. Und hier hinten braucht man einen 10er Schlüssel, um hier das Teil zum Einrasten der Sitzbank wegzumachen. Das ist hier die Verlängerung und jetzt können wir den Tank rausholen. So, Tank ist frei. Wenn der Tank jetzt weg ist, können wir hier schön an die Schrauben vom Vergaser und können den ganz gemütlich rausholen. Dazu müssen wir natürlich noch den Gaszug und den Chokezug abmachen. Den kann man hier oben aushängen und den Gaszug unten. Also der Chokezug wird da oben einfach nur ausgehakt. Eigentlich sehr, sehr simpel. Kann man das sehen? Ja. Das hier ist irgendwie so ein Nachrüstteil von dem Vorbesitzer, keine Ahnung. Braucht er nicht beachten. Und den Gaszug, den kann man da aushaken. Das schaffe ich jetzt leider hier nicht mit einer Hand, deswegen hake ich den mal so aus mit der Zange einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht hier dieser ganze Brösel, das ist alles Schaumstoffbrösel von der Sitzbank, dass der vielleicht was damit zu tun hat, dass sie nicht mehr so gut läuft, weil hier wird ja die Luft angesaugt. Tja, und dann geht das wahrscheinlich irgendwie da durch, keine Ahnung, ist nicht so gut. Und das ist eine 8 mm Schraube. Oder natürlich ein Schlitz. Aber ich bin eher so der Ratschen-Nuss-Mensch. Ich hasse nämlich Schlitzschrauben. So, jetzt ist der auch lose. Mit einem Benzinschlauch. So sieht er aus. Upsi, so läuft's raus. Und das Ganze in diese schöne Schale. Ihr wisst ja, ich hole sowas immer gerne vom Wertstoffhof, irgendeine Kochschale, keine Ahnung. Da kann man immer echt alles schön sehr gut zerlegen, ohne dass man hier den ganzen Tisch versaut und oder Teile verliert. So, der Vergaser ist jetzt komplett zerlegt und den werde ich jetzt mal sauber machen. Ich habe jetzt nichts wirklich Auffälliges gefunden, aber man sieht ja hier, der ist ein bisschen dreckig. Ich mache jetzt einfach mal sauber, dann ist das immer wieder passiert für dieses Jahr und dann gucken wir, wie es weitergeht. Alle Teile sind sauber, jetzt geht es an den Zusammenbau. Und schon ist es fertig. Können wir den wieder einbauen. Ich mache jetzt noch schnell den Luftfilter hier sauber, damit da vielleicht nicht irgendwie noch Probleme drin sind oder so. Mal schauen, wie das Ding überhaupt sauber wird, wie das überhaupt aufgeht und ob es sauber geht. Vergaser ist fertig, dann geht es jetzt an die Zündung. Erstmal prüfen, ob die überhaupt noch einen Zündfunker hat, die Maschine hier. Ein bisschen unzugänglich der ganze Kram hier, aber das geht schon. Können wir auch mal sauber machen. Cool. So. Das machen wir. Anfunken haben wir. Sehr schön funken. Hier.
Also der Funke ist gut, jetzt müssen wir nur kontrollieren, ob der Funke an der richtigen Stelle kommt. Da ist der Kontakt, der öffnet und schließt. Und da gucken wir jetzt mal, ob der im richtigen Zeitpunkt kommt. Soll ja 19 Grad vor OT sein. Und um den Zeitpunkt einzustellen, den Kolben auf OT bringen. Man kann hier so einen kleinen Draht anbringen, damit man das besser markieren kann. Ich habe den OT jetzt hier mit der Messuhr ausgelesen quasi und richtig hingedreht. Und der ist jetzt bei mir hier. Und dann mache ich jetzt erstmal einen Strich. Da ist genau der OT hinten an dem Punkt. So, den habe ich ja markiert, den OT. Dann habe ich mir hier so eine schöne Gradscheibe von vespaservizio.de ausgedruckt und gerade mal laminiert. Schön mit einem kleinen Guckloch in der Mitte, dass wir das hier schön mittig aufsetzen, dass ich das aufsetzen kann, so schön mittig. Da müsst ihr zünden, weil das Ding dreht ja so rum. Und das ist der OT, das ist vor OT, das ist nach OT. Und dann gucken wir mal, ob das Ganze jetzt stimmt. Kann man jetzt mit verschiedenen Arten prüfen. Ich habe da Glück, weil ich habe hier so eine Blitzpistole. Und wenn ich jetzt hier den antrete, den Motor, müsste genau immer dann der Blitz kommen, wenn hier der rote Strich am Zeiger ist. Die Zündung kommt bei 25 Grad vor OT. Das könnte ein Grund sein, warum das Ding nicht richtig anspringt. Damit ich den jetzt richtig einstellen kann, den Zeitpunkt, muss ich hier da ist ein kleiner Sägering drin, den muss ich rausholen und die Mutter lösen und dann mit dem Polradabzieher quasi das ganze Ding mal abziehen. Und dann kann man es entweder mit einem Gegenhalter blockieren oder einfach einem Schlagschrauber. Das wechseln und jetzt den Abmachkurs. So, Schlagschrauber ist immer das Beste. Da ist noch eine kleine Sicherungsscheibe drin, die kann man rausholen. Komm raus zur Seite. Oh, da ist gar kein Gewinde drin. Wie kriege ich die ab? So, da war jetzt kein Gewinde drin. Ich habe alles ja mit dem Heißluftföhn heiß gemacht, habe ein bisschen mit dem Hammer gehebelt und so. Und anscheinend geht es jetzt ab. Ich hoffe mal, dass nichts kaputt gegangen ist. Auch irgendwie seltsam, dass das Ding kein Gewinde hat. So sieht das ganze Ding jetzt aus. Mache ich mal ein bisschen sauber mit Druckluft und dann kann man das ganze Teil etwas... wir hatten ja gesagt, wie viel Grad waren es? 25. So, wir waren hier. Wir wollten eigentlich da sein, aber waren da. Das heißt, wir müssen es ein bisschen im Uhrzeigersinn drehen. Das war ja zu früh. Dazu mache ich mir natürlich hier auch einfach mal wieder einen Strich dran hier. Da. Jetzt drehen wir das einfach ein Stück weit vor. Und das hier mit dem Kontakt, diese Feineinstellung oder den Abstand hier, das kann man dann noch hier einstellen. Wenn das Polrad auch wieder drauf ist, macht das alles jetzt sauber. Auch hier innen drin das Dingkonus hier, damit das gleich, wenn ich es draufsetze, nicht wieder zu so einem großen Akt wird. Ich muss mal gucken, was so eine digitale Zündung kostet, sonst baue ich die ein. Dann hat man diesen ganzen Blödsinn nicht mehr. So, und jetzt drehen wir das vor. Ungefähr so als Anfang. Kann man jetzt so schön sehen, da der Strich hat sich bewegt. Natürlich hier auf diesen Halbmondkeil auch wieder achten, dass man das auch gut raussetzt. So, das rutscht ja gerne durch die Magneten, gerne mal ein bisschen schneller drauf. Prüfe ich nochmal den OT hier, ob der wirklich stimmt, weil es kann sich ja auch der Draht hier so ein bisschen verschoben haben und dann blitze ich das Ganze nochmal ab. Ich habe es testweise drauf gemacht und es hat zufällig wirklich gut gepasst. Und das lasse ich jetzt auch so. Es blitzt genau hier. Das bedeutet, ich schraube jetzt hier die Mutter wieder rein, ziehe die vorsichtig an und dann teste ich das mal, würde ich sagen. Die Plastikabdeckung, Metallabdeckung mache ich noch nicht drauf. Ich mache das dann noch während der Fahrt. Während der Motor läuft, blitze ich das nochmal ab. Deswegen lasse ich den mal da so dran. Und mache mir natürlich noch einen Strich aufs Gehäuse hinten. Weil wenn ich den Draht abmache, dann habe ich das ja auch nicht mehr. Zack. Und dann habe ich ja alles. Hier ist 19, hier ist OT. Den Strich ziehen wir auch noch durch. Ich weiß auch nicht, warum die das nicht vom Werk aus immer gemacht haben. War ja scheiß drauf. Wahrscheinlich, weil die das irgendwie gegossen haben und dann haben sie die Nut nachher reingefräst und dann war das nicht immer perfekt alles mit der Ausrichtung. Deswegen haben die gedacht, scheiß drauf, ich mache hier keinen OT-Stempel rein. Und den Zündkerzenstecker drauf. Und dann
testen wir mal, ob das Ding geht. Upsi. Ich würde sagen, das beweist, dass die Zündung jetzt perfekt eingestellt ist. Zusätzlich blitze ich das jetzt nochmal ab. Kann ich nur jedem empfehlen, so eine Blitzpistole. Kostet auch nicht wirklich viel. Einfach das Billigteil nehmen, habe ich auch genommen. Ich glaube nicht, dass es mit den Frames passt, aber jo. Da ist der OT und da ist der 19 Grad vor OT. Naja, ich würde sagen, ich habe es echt perfekt zufällig eingestellt. Cool, dann würde ich sagen, Testfahrt. Schönes Wetter draußen, ab geht's. Natürlich noch das Blech schnell anbauen.